Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen Blechkuchen, der von jedem geliebt wird. Ihr kennt diese Klassiker, diese Blechkuchen, die man sich so ansieht. Schoko, Puddingschicht und Schoko und man liebt sie. Total einfach. Einfach, man liebt sie einfach. Also ich habe jetzt gedacht, wir machen jetzt einen solchen Blechkuchen. Und der geht auch sehr schnell und ist sehr, sehr unkompliziert in der Zubereitung. Ihr bräuchtet im Prinzip noch nicht mal eine Küchenmaschine und könntet auch kräftig mit dem Schneebesen rühren. Aber ich erleichtere mir jetzt einfach mal die Arbeit und gebe die Eier in die Maschine, gebe Zucker mit dazu und lasse das dann so ungefähr 1 Minute lang verrühren. Einfach. So, nach der Minute einmal Sonnenblumenöl mit reingeben und ganz kurz mit einrühren lassen. Und jetzt kommen schon die trockenen Zutaten zum Einsatz. Hier habe ich Mehl, Backkakao und Backpulver. Und das verrühre ich immer gerne vorher miteinander, damit sich das besser vermengt. Und dann siebe ich das zur Masse. So, die trockenen Zutaten auch nur ganz kurz unterrühren, nicht zu lang, damit erreicht ihr nur den gegenteiligen Effekt. Wir wollen ja, dass der Teig richtig schön lecker und saftig wird und den gebe ich jetzt in meinen vorbereiteten Backrahmen. Den habe ich hier eingestellt auf 28 x 22 cm. Ist das der mit dem Klemmung? Ja! Ich will ein bisschen Werbung machen. Und genau, der Teig, ihr könnt es sehen, der ist etwas, ich sag mal, klebriger als normal. Ist kein gewöhnlicher Biskuitteig, das sowieso nicht, weil wir ja Fett dazugegeben haben. Dann schön glatt streichen und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen. Der Hamza schreibt euch die ganz genaue Backzeit rein. Ich schätze mal so um die 15 Minuten. Den fertig gebackenen Boden habe ich jetzt ungefähr 5-6 Minuten lang ein bisschen ausdampfen lassen, damit der nicht ganz so heiß ist. Und jetzt müssen wir ihn einmal umdrehen. Das heißt, wir nehmen ihn jetzt einmal gleich raus aus dem Backrahmen, drehen ihn um und machen dann den Backrahmen wieder drauf. So, jetzt sind wir startklar für die Milchtränke. Dafür nehme ich mir einfach Milch. Die ist jetzt ganz einfach aus dem Kühlschrank. Die müsst ihr auch nicht erwärmen. Der Kuchen ist allerdings noch lauwarm. Und jetzt tränke ich ihn gleichmäßig mit der Milch. Oh, ich liebe auch diesen Part. Der wird euch auch richtig viel Spaß machen. Erinnert mich ein bisschen an Trilette. Stimmt. So, der durchtränkte Boden, der bleibt jetzt erstmal an der Seite liegen und wir machen weiter mit der Puddingschicht. Dafür habe ich hier Milch in meinem Kochtopf und gebe da jetzt die anderen Zutaten mit dazu. Und ihr findet die ganz genauen Mengenangaben immer unten in der Infobox, genau. So, jetzt gebe ich da Zucker mit dazu für die Süße, Vanille für den Geschmack. Und ich mache jetzt eine Mischung aus Vanille-Puddingpulver. Könnt ihr auch stattdessen Speisestärke nehmen. Und Mehl, das liegt einfach dann, also das, jetzt habe ich mich verhaspelt. Genau, ich mache das wegen der Konsistenz, weil wenn ihr nur Speisestärke nehmt, habt ihr eine ganz andere Konsistenz, als wenn ihr einen Teil davon durch Mehl ersetzt. Und später, nachdem wir das Ganze unter Rühren aufkochen lassen haben, kommt noch Butter mit dazu. Zuerst nachdem das jetzt klümpchenfrei verrührt wurde, schaltet ihr den Herd ein und dann immer weiter rühren. So, der Pudding ist eingedickt, den Herd habe ich jetzt ausgeschaltet und jetzt einfach noch die Butter einrühren.
Und den Pudding dann einfach auf den Schokoboden verteilen und richtig schön glatt streichen. So, und jetzt muss es ja nur noch auskühlen und fest werden. Das dauert so ungefähr, ich würde sagen, 1 Stunde bis 1,5. Es kommt halt immer drauf an. Erstmal auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, nichts Heißes in den Kühlschrank stellen und dann eben nochmal in den Kühlschrank legen. Und dann sehen wir uns gleich wieder für den Abschluss. Bis gleich! So, jetzt ist bei mir alles abgekühlt und ich mache die letzte Schicht, die Schokoglasur. Ich persönlich mag jetzt bei dem Rezept Vollmilchkuvertüre. Ihr könntet auch 1:1 einfach Zartbitterkuvertüre nehmen, das ist vollkommen euch überlassen. Zartbitter, das machen wir jetzt. Oh oh! Moment, es gibt kurz einen Ehestreit. Haben wir so mal kurz die Kamera raus, muss man die schon. Nein, Hamza ist so lieb und hat gesagt, wir nehmen jetzt Vollmilch. Okay, so, jetzt bin ich hier an meinem Herd und erhitze Sahne und nicht aufkochen lassen, nur erhitzen. Wenn ihr merkt, es wird langsam warm und es will gerade hochsteigen, dann den Herd ausschalten und die gehackte Kuvertüre reingeben. So, und jetzt muss nur noch die Glasur anziehen und dann können wir servieren, beziehungsweise wir haben noch ein paar Stunden bis zum Fastenbrechen, aber ihr müsst jetzt nicht nochmal unnötig lange kühlen und alles in allem, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ohne Kühlzeit. Ich weiß es gar nicht mehr. Ohne Kühlzeit vielleicht 30, 40 Minuten, wenn man ganz langsam ist. Ja, man fasst, hat man gar kein Zeitgefühl. Ja, man verliert das Zeitgefühl beim Fasten, das stimmt. Auf jeden Fall werde ich es noch dekorieren mit Erdbeeren, weil wir gerade Saison haben und ich finde, das sieht immer schick aus. Vielleicht nehme ich auch noch Pistazien dazu oder Kokosraspeln. Wir machen das jetzt einfach ganz spontan nachher. So, und euch entlasse ich schon mal. Würde mich freuen, wenn ihr diesem Video... In der Schule, ne? Würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt. Genau, und einen Kommentar schreibt. Vielleicht... Auf Instagram folgen. Ja, auf Instagram müsst ihr uns sowieso folgen. Das wäre ganz toll. Und vielleicht habt ihr auch Vorschläge, was wir als nächstes Schönes machen können. Schreibt es gerne immer wieder rein. Und dann schreiben wir auch miteinander in den Kommentaren. Geht mal schön hier diese Backform kaufen. Die ist Hammer. Die ist der Knüller. Aber dazu müssen wir eigentlich sogar mal ein extra Infovideo machen, weil da gibt es so viel zu erzählen. Supportet uns. Genau. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss.